Deutsch lernen durch Hören. Deutsches Brot ist wunderbar. Laura bittet Marco, etwas Brot vom Bäcker zu holen. Aber bitte kein Weißbrot. Du möchtest dich ja gesünder ernähren. Nimm irgendetwas mit Vollkorn und nichts Süßes. Marco steht beim Bäcker an der Theke und ist verwirrt. So viele Brotsorten. Er hat bisher immer nur Toastbrot oder Brötchen im Supermarkt gekauft. Marco fühlt sich etwas überfordert. Was darf es denn sein, bitte? Die Verkäuferin sieht ihn freundlich an. Ich soll irgendetwas mit Vollkorn kaufen, sagt Marco. Ach ja, und vegan soll es auch noch sein. Nun, da hätte ich einiges im Angebot. Dinkelburschen, die sind glutenfrei. Körnerkerle, die sind mit Sonnenblumenkernen. Weltmeisterbrötchen, da sind alle möglichen Körner drin. Sportlerwecken, die enthalten besonders viel Proteine. Die Verkäuferin erklärt begeistert ihre Produkte. Marco kann sich das alles kaum merken. Nach einer Weile hört er gar nicht mehr zu. Es fielen Namen wie Guter Gustav, ein Kartoffelbrötchen oder leckere Luise mit Leinsamen. Dann erklärt sie die verschiedenen Brotsorten. Alle haben abenteuerliche Namen. Die Getreidesorten kennt er oft gar nicht. Für ihn bestand Brot bisher immer aus Weizen. Weiß, eckig und zum Toasten geeignet. Deutschland ist das Land mit den meisten Brotsorten. Die Verkäuferin erzählt weiter. Marco starrt ins Leere. Ihm wird schwindelig. Brot kaufen hat er sich einfacher vorgestellt. Er wünscht sich in den Supermarkt. Da ist alles leichter. Weiß, eckig, zum Toasten geeignet. Ich nehme die Knusperkruste mit Dinkelmöhrenanteil, bitte. Die Entscheidung war gefallen. Die frischen Kuchen duften herrlich. Egal, was Laura sagt, ein Rosinenbrötchen kann nicht schaden. Das würde er heimlich auf dem Heimweg essen. Sie muss ja nicht alles wissen. Deutsch lernen durch Hören.